Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein weiteres One-Pot-Pasta-Rezept, dieses Mal in einer Tex-Mex-Variante mit Hackfleisch, Mais und Bohnen. Dafür als erstes eine große Zwiebel abziehen und fein hacken. Außerdem 2 bis 3 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und fein hacken. Und wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden glasig darin anschwitzen. Als nächstes die Hitze etwas erhöhen, 500 Gramm Rinderhack in die Pfanne geben und für weitere 3 bis 4 Minuten unter gelegentlichem Wenden krümelig darin anbraten. Jetzt kommen die Gewürze dazu, je einen gehäuften Teelöffel Oregano, süßes Paprikapulver, Kumin und gemahlener Koriander. Die Gewürze unterrühren, kurz mit anrösten und dann kommen auch schon alle anderen Zutaten in die Pfanne. 500 Gramm Nudeln. Ich habe mich wie schon beim Thunfischauflauf für Spirelli-Nudeln entschieden. Außerdem einen Esslöffel Salz, 500 Milliliter passierte Tomaten und zum Schluss noch 1 Liter Wasser dazu gießen. Alles einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können. Die One-Pot-Pasta anschließend zum Kochen bringen und dann mit geschlossenem Deckel für 10 bis 12 Minuten bei niedriger Hitze ganz langsam köcheln lassen. Zwischendurch den Deckel immer mal wieder abnehmen, die Pasta einmal durchrühren, damit nichts am Topfboden anbrennen kann und mit geschlossenem Deckel weiter köcheln lassen, so lange bis die Nudeln gar sind und die Flüssigkeit nahezu komplett aufgesogen haben. Zum Schluss dann noch je 200 Gramm schwarze Bohnen sowie Mais dazugeben. Alternativ könnt ihr hier aber auch andere Gemüsesorten wie Erbsen oder Paprika verwenden. Alles nochmal mit einer guten Prise Pfeffer abschmecken und die One-Pot-Pasta ein letztes Mal gut umrühren, dann vom Herd ziehen und mit fein gehackter Petersilie oder Koriander garniert servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.